Ich bin Pfingstsamstag 2018 heimgekommen von der Ferien. Schöne Ferien mit einer Kollegin, gar kein Problem. Und am Dienstag am Morgen bin ich verwacht und habe gedacht, jetzt sind mir beide Hände eingeschlafen. Und bin aufgestanden und habe gedacht, ui, mit den Füßen stimmt auch etwas nicht. Dann bin ich der Nachbarin gerufen und habe gesagt, würdest du mich schnell auf einen Notfall tun? Und das ist natürlich der beste Fall, der hätte sein können, weil ich denke, es ist ganz, ganz wichtig bei dieser Krankheit, dass man möglichst schnell herausfindet, was es ist und kann therapieren. Dann bin ich in die Hirslanden-Klinik auf einen Notfall und dort war wiederum Glück, eine ganz gute Neurologin, die hat gerade vermutet, dass ich das Guillain-Barré-Syndrom habe und hat gesagt, ich muss sofort ins Kantonsspital, weil sie können die Therapie nicht machen, die ich brauche. Dann haben sie mich mit Blaulicht und Sirene ins Kantonsspital. Dort oben konnte ich schon nicht mehr laufen. Am nächsten Tag habe ich nicht mehr geschnauft. Das macht alle Nerven kaputt. Nerven sind ja wie ein Elektroröhrchen, innen ein Draht und außen eine Hülle. Und diese Hülle wird zerstört. Also eigentlich, es ist eine Autoimmunkrankheit, das schlummert in einem innen und irgendetwas löst es aus und das macht wie alles kaputt. Also mein ganzer Körper war nachher zu Unteropsie, ich hatte plötzlich zu hohen Blutdruck, ich hatte Diabetes, ich habe weder reden noch schnaufen noch sonst etwas und total gelähmt. Ich konnte nicht mehr den Kopf drüllen, nichts. Die Augen mussten mir zukleben, weil ich sie nicht mehr zutun konnte. Und also es ist eine ganz schlimme Krankheit. Und 5% sterben daran. Sie sagen, auf 100'000 bereicht es 1. Ja, aber ich habe es überlebt und ich lebe jetzt weiter. Das ist einfach eine Tatsache. Und dann nach 3 Wochen im Kantonsspital auf der Intensivstation hat es geheißen, jetzt muss ich in eine Reha. Und ich muss sagen, dank dem es mir so schlecht gegangen ist, bin ich an den besten Ort gekommen, nämlich hier auf Nottwil, weil weder Rheinfelden noch Basel nehmen intubierte Patienten. Ich bin 2 Monate hier auf der Intensivstation gelegen und habe ja dann unter anderem auch einen Herzstillstand gehabt. Also sie haben mich zurückgeholt. Ich könnte wirklich gerade so gut auf dem Friedhof sein. Ich habe alles hängen, wie man sagt. Ja, nicht, als sie mich das erste Mal aufgestellt haben, hier in der Physio, haben sie mich trotz dem Gurt, den sie mir hinten haben können anmachen, zu meinem Aufziehen, haben noch 3 Personen mehr müssen heben. Ich konnte den Kopf nicht können heben, um gerade auf zu sein. Die Hände auch nicht, es ist alles einfach runtergeklampert. Ich kann es nicht anders erklären. Vielleicht am besten zu vergleichen mit einer Pflanze, eben, wo man einmal sagt, ja, die ist lahm. Lässt einfach alles hängen. Und so war der ganze Körper. Ich habe immer mein Grosskind gesehen. Sie sind viel mehr besuchen mit meinem Grosskind. Der war hier, knapp jährig, also noch nicht ganz. Und da habe ich immer gedacht, ich will doch den Bub sehen, aufwachsen. Das war für mich Motivation, um mir gesagt, ich will wieder auf die Beine kommen, ich wollte dem anspringen. Ja, von dem Moment an ist es mir, ich sage einmal, wie ein Blümchen bin ich aufgegangen und eben den See und das Wasser und überall schauen auf Beromöster oder ich habe eine Kollegin, die hier Zeichen wohnt, und haben gesagt, wir könnten einander winken. Das hat mir, zu jeder Jahreszeit ist der See schön zum Abschauen, das hat mir Kraft gegeben. Und eben, dann hatte ich einfach ein Ziel. Ich habe immer gesagt, jetzt muss ich lernen laufen, jetzt muss ich lernen laufen. Also es war natürlich ein ganz harter Kampf und man wird schwer gefordert von der Physio, von der Ergo. Also ich war zu Abend nudelfertig, bei mir als nicht am 8 Uhr im Bett, weil ich einfach kaputt war. Es ist natürlich dann immer mehr gegangen. Ich weiss noch, wir hatten das Gespräch hier mit allen Ärzten und Physio und so. Und dort bin ich das erste Mal, meine Söhne sind beide gekommen zu diesem Gespräch, dort bin ich am Rollator reingelaufen. Und dann natürlich alle gestaunt. Und ich hatte das Ziel, dort, denen zeige ich es. Ja, ich habe gewusst, ich wollte an der Weihnacht auf den Beinen heim. Bin ich heim am Rollator, aufrecht, mit Schienen an den Beinen natürlich noch, also 2 Orthesen, die gestützt haben. Weil ich nicht lüpfen konnte. Der Büger geht ja heute noch nicht ganz gut, aber da kämpfe ich jetzt noch weiter. Ich gebe mich noch nicht zufrieden. Ich sage ja Halbzeit, weil sie haben mir gesagt, 3 bis 4 Jahre ging es, wenn sich überhaupt die Nerven erholen. Und ich merke, ich spüre das ja, es zuckt und kribbelt und macht und ich habe fest Hoffnung, dass es noch besser kommt. Die Füße zum Beispiel nehme ich so wahr, dass die noch nicht richtig zu mir gehören.
Aber ich weiss ja, wie es ist. Das Gefühl hatte ich jetzt von oben runter an den Beinen. Zuerst habe ich so gesagt, bis Mitte Oberschenkel ist gut, habe ich Gefühl. Und dann ist es durchab, sagen wir, als ich hier austreten bin, ist es vielleicht bis unten an den Knien gewesen. Und einfach der ganze Rest, eben darum auch die Orthese dann noch an den Beinen. Und da ist jetzt alles zurückgekommen. Und jetzt ist es einfach noch, ich sage einmal, das Gelenk, der Beuger, einfach, wo irgendwie wie steif ist, das funktioniert noch nicht. Aber sonst, ich spüre jedes Steinchen, wenn ich barfuß laufen, aber ich spüre jedes Steinchen, aber einfach das Beugen, das ist noch schwierig und da denke ich, gehört wie nicht zu mir. Und sonst bin ich wieder ich. Was ich natürlich gelernt habe, ist, ganz vieles im Leben ist für mich nicht mehr wichtig. Das ist eben, ich habe überlebt und ich lebe weiter. Und das ist das Wichtigste. Und einfach schön sehen und geniessen. Und nicht trauern dem, was man nicht mehr kann, sondern Freude an dem, was man noch kann. Ich mag relativ weit laufen, einfach noch nicht so schnell. Und dass ich vielleicht eben mit den Stöcken oder so doch das und dieses noch wieder, einfach dass es noch ein bisschen besser kommt. Wenn nicht, ich meine, jedem Zeitpunkt, ich habe mich einmal damit abgefunden, dass ich könnte mir vorstellen, ein Leben im Rollstuhl. Schön natürlich, dass ich es weitergebracht habe. Und jetzt so könnte ich mein Leben so verbringen. Und wenn es noch besser kommt, eben, dann habe ich Freude, dann ist es gut.